Hi, Anje hier für tabletblog.de. Heute mit einem Unboxing vom neuen Lenovo Yoga Smart Tab. Legen wir los. Ja, das Lenovo Yoga Smart Tab ist seit kurzem in Deutschland verfügbar und ja, kostet hierzulande 299 Euro. Und ja, das ist das neueste Tablet von Lenovo mit einem eingebauten Sprachassistent. In diesem Fall ist es der Google Assistant, der hier eingebaut ist. Und ja, legen wir mal los. Wir packen es aus und ihr seht hier schon in der Verpackung ist erstmal das Tablet selber natürlich. Und ja, macht einen ganz guten Eindruck. Ich hatte bereits so ziemlich alle Lenovo Yoga Tablets in diesem Design seit dem ersten, ist schon viele Jahre her. Und ja, mir gefällt das Design immer wieder gut. Dann haben wir natürlich eine Garantiebescheinigung da drin und Kurzanleitung und so. Und dann ein USB-C zu Typ A Kabel. Also wir haben hier einen USB Typ C Anschluss, das ist super. Und dann ist natürlich ein normales Netzteil noch dabei, aber sonst nichts weiter, keine Kopfhörer oder so. Ja, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sind bereits gut 2 Tage vergangen. Und ich habe bereits einen Akkutest gemacht, ein paar Benchmarks laufen lassen, Spiele ausprobiert und so, damit ich jetzt ein bisschen mehr hier zu sagen habe. Erstmal kommen wir zum Design. Das ist ein 10,1 Zoll großes Tablet, aber eben in diesem besonderen Lenovo Yoga Tablet Design. Und ja, das besteht hauptsächlich aus einem Tablet-Teil und dann so einem Griff. Und ja, dieser Griff ist recht gut. Ich meine, die haben anfangs gesagt, dass das so designt wurde wie so ein Magazin, das man so umklappt. Und ja, so kann man es so ein bisschen halten. Also wir haben einen Griff, dadurch ist es eben sehr griffig. Man kann es sehr stabil so eben mit einer Hand halten. Zusätzlich zu diesem Griff bekommen wir einen Klappständer, der hier eingebaut ist. Den kann man in 2 Winkeln ausfahren, einmal so zum normal aufstellen. Man kann es natürlich auch so hinstellen. Das ist ganz gut, wenn man dann mit der Bildschirmtastatur schreiben möchte. Ja, das ist ganz gut. Oder wenn ihr aber es auf dem Tisch habt vor euch, um so ein bisschen was eben hier rumzusurfen. Dafür ist diese Ansicht ganz gut. Zum Filmeschauen natürlich eher diese hier. Aber ihr könnt es auch weiterklappen, den Ständer hier. Und dann könnt ihr das Tablet aufhängen. Entweder im Wohnzimmer oder aber vielleicht eher in der Küche oder im Badezimmer, während ihr euch Zähne putzt oder was auch immer. Und ja, das ist also eine der wenigen Tablets, die tatsächlich hier eben so ein Loch haben, damit man es aufhängen kann. Das hatten auch schon andere Lenovo Yoga Tablets. Ich meine, das letzte Lenovo Yoga Tablet ist vor gut 3 Jahren erschienen. Habe ich ebenfalls getestet, findet ihr auch hier im Kanal, wenn ihr denn möchtet. Gut, gehen wir mal weiter um das Tablet herum. Erstmal, es ist nicht allzu dünn, es ist 8,4 mm dick an der dünnsten Stelle. Das ist hier so ein bisschen gewölbt, dadurch sieht es dünner aus, als es real ist. Und hier ist es natürlich deutlich dicker, ich meine, das sind 24 mm. Es wiegt 580 Gramm, also das ist nicht super schwer, aber auf jeden Fall auch nicht leicht für ein 10 Zoll Tablet. Also hat schon ein bisschen Gewicht und das liegt natürlich hauptsächlich auch an dem Griff hier wohl. Gut, gehen wir mal ein bisschen um das Tablet weiter herum. Wir haben hier natürlich eine Webcam, ist eine 5-Megapixel Kamera, die unterstützt auch Gesichtserkennung. Allerdings ist hier kein weiterer Sensor wie bei Apples Face ID oder wie was Microsoft mit den Surface-Geräten macht. Allzu sicher dürfte die Gesichtserkennung also nicht sein, aber wenn ihr sie benutzen möchtet, könnt ihr das eben tun. Dann schauen wir hier zur Seite. Wir haben einen JBL-Lautsprecher. Insgesamt sind es 2 JBL-Lautsprecher und die Soundqualität ist ziemlich gut. Es gibt tatsächlich einen ordentlichen Bass, das ist schön. Dann haben wir einen USB-Typ-C-Anschluss, ein Mikrofon und ein weiteres Mikrofon da oben. Das sind Far-Field-Mikrofone, denn hier ist der Google Assistant mit eingebaut. Also das dritte Mikrofon ist hier. Dann haben wir einen Power-Button, Lautstärkeregler, einen normalen 3,5 mm Kopfhöreranschluss, das ist auch schön, und dann eben den anderen Lautsprecher hier. Auf der Rückseite haben wir eine 8 Megapixel Kamera und dann eben diesen Button, den, wenn ihr darauf drückt, wird der Kickstand ausgeklappt und dann habt ihr hier noch einen Micro-SD-Karten-Slot. Es soll auch eine LTE-Version geben, die ist in Deutschland allerdings momentan scheinbar noch nicht verfügbar, aber ich denke, dann wird hier auch Platz für eine SIM-Karte sein. Übrigens, dieser Griff hier und der Kickstand, beides besteht aus Metall, aber sonst besteht die Rückseite hier aus einem Kunststoff, hat aber eine nette Textur, sieht auch schick aus. Also insgesamt gefällt mir das Design hier ziemlich gut. Ich mochte aber alle Lenovo Yoga Tablets, also das Design ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, was andere Hersteller bisher nicht nachgemacht haben, so, und ja, gefällt mir immer ganz gut, dieses Design hier.
Gut, kommen wir zum Display. Das Lenovo Yoga Smart Tab hat ein 10,1 Zoll großes Display. Das ist ein IPS-Panel mit recht guten Blickwinkeln. Farbwiedergabe ist auch ziemlich gut. Gefällt mir allgemein sehr gut. Es hat eine Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixeln. Und ich finde, eine Full-HD-Auflösung auf 10 Zoll ist immer ausreichend. Texte, Icons und so weiter sehen scharf genug aus. Der einzige negative Kritikpunkt ist die Helligkeit. Es ist nur 320 Nits hell. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr es drin benutzt, aber für die direkte Sonne ist es auf jeden Fall zu dunkel. Zum Vergleich das neue einfache iPad, das zwar ein bisschen teurer ist, aber trotzdem das einfache iPad, das hat 500 Nits. Ist also ein gutes Stück heller. Ich meine, alle aktuellen iPads haben 500 Nits, bis auf das iPad Pro, das hatte 600 Nits. Also das hellste Display ist es nicht, aber abgesehen davon ist es ein recht gutes. Touchscreen funktioniert soweit auch super, also das gefällt mir ganz gut, sonst das Display, Farbwiedergabe und so ist ziemlich gut. Hier kommen wir doch mal zur internen Hardware. Hier drin sitzt ein Qualcomm Snapdragon 439 Octa-Core-Prozessor. Der wird von 4 GB RAM und 64 GB Speicher unterstützt. Das ist die Version, die in Deutschland verfügbar ist und die habe ich auch hier. Von den 64 GB sind ab Werk 10,7 GB vom System belegt. Ich hatte am Anfang einen Screenshot gemacht, damit wir das sehen können. Lenovo hatte allerdings auch eine Version mit 3 GB RAM und 32 GB angekündigt, sowie eine LTE-Version. Die sind allerdings in Deutschland bisher zumindest nicht verfügbar, hatte ich noch nicht gefunden. Aber vielleicht erscheinen die ja noch. Gut, ja, ihr seht hier meinen Benchmark-Vergleich. Der Snapdragon 439 ist natürlich kein High-End-Prozessor, sondern ein Mittelklasse-Chip und auch nicht der schnellste Mittelklasse-Prozessor. In meinem Benchmark-Vergleich hier könnt ihr sehen, dass es schneller ist als das Lenovo Tab M10 und Lenovo Tab P10. Die beiden Tablets sind gut ein Jahr alt. Und es ist allerdings nicht so schnell wie das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019. Und das ist wichtig, denn das Samsung Tablet ist gut 100 Euro günstiger als das Lenovo Yoga Smart Tab gerade ist. Also wenn ihr ein Spieletablet sucht, bekommt ihr hier nicht die beste Performance zum Preis. Da hat das Samsung Tablet das bessere Verhältnis momentan. Aber ja, das ist eben kein Spieletablet. Ihr seht ja trotzdem gerade PUBG Mobile, das ich ausprobiert habe. Und es läuft auf jeden Fall. Allerdings, es läuft ganz in Ordnung. Minimale Ruckler manchmal, allerdings mit sehr niedrigen Grafikeinstellungen. Ihr könnt die Grafik hier nicht auf HD setzen, sondern nur auf Balance, also auf ausgeglichen. Und ja, das sieht eben nicht sonderlich schön aus, aber es läuft auf jeden Fall. Aber ja, PUBG Mobile läuft auf dem Samsung Galaxy Tab A, dem 10 Zoller, ein gutes Stück besser. Es schaut auf jeden Fall etwas besser aus. Also ein richtig gutes Spieletablet ist das hier nicht. Das hier ist eher für Entertainment und so gedacht. Übrigens, ihr seht ja auch gerade Netflix. Es hat ein Weitwand-Level von L3 gerade und Netflix kann man momentan auf dem Tablet hier nicht in Full HD schauen. Das kann mit einem Software-Update behoben werden und hoffentlich erscheint das auch. Aber ja, momentan zu diesem Zeitpunkt ist das nicht möglich. Schaut mal in die Kommentare oder andere Benutzerberichte. Möglicherweise wird Lenovo da ja noch ein Update herausbringen. Das ist auf jeden Fall möglich, dass das behoben wird. Gut, kommen wir zur Software des Lenovo Yoga Smart Tab und auf dem Tablet läuft Android 9. Das können wir uns mal kurz hier anschauen. Gehen wir über Tablet, Android Version 9 und dann seht ihr hier diese Animation. Ja, ist also recht aktuelles Android und in der Vergangenheit war Lenovos Oberfläche, die haben so gut wie gar nichts angepasst, nur so minimal mal Sachen. Diesmal ist ein bisschen mehr angepasst. Es sind immer noch sehr wenige Apps vorinstalliert. Es gibt nur ein paar Standard-Apps und die Apps von Google. Aber die ganzen Spiele und die Benchmarks, die habe ich natürlich selber installiert. Lightroom und so auch. Ich meine, Netflix war allerdings schon vorinstalliert, meine ich zumindest. Aber viele Werbe-Apps sind nicht da, das ist ganz gut. Es gibt einen Kindermodus, der möglicherweise für Kinder nützlich ist. Es gibt auch, ihr könnt verschiedene Benutzerkonten einrichten, falls ihr es als Familientablet benutzen möchtet. Es gibt aber einige zusätzliche Funktionen, die ich persönlich nicht unbedingt haben möchte, aber vielleicht könnt ihr die ja gebrauchen. Das erste ist, ich glaube, das kann niemand so wirklich gebrauchen, ist dieses Lenovo Entertainment Center, so nennen sie das. Das ist eigentlich nur YouTube mit einer etwas eigenen UI und ihr könnt euch hier mit einer Lenovo ID einloggen. Also ich glaube, das braucht man nicht wirklich. Dann gibt es noch hier so eine Leiste, um den Bildschirm anzupassen. Ihr könnt beispielsweise einen Blaulichtfilter hier einschalten
oder einen Screenshot erstellen oder aber sogar ein Video von eurem Display aufnehmen. So ein, dann gibt es noch diesen Stift hier. Da wird letztendlich einfach nur ein Screenshot von eurem Bildschirm gemacht und dann könnt ihr mit eurem Finger oder aber eben mit einem kapazitiven Stylus oder so darauf zeichnen und das dann speichern. Also das könntet ihr machen, wenn ihr dann möchtet. Ich werde das vermutlich so nicht tun mit dem Tablet hier jetzt, aber ja, diese Funktion seht ihr eben dabei, falls ihr die benutzen möchtet. Ihr könnt auch die Farben des Displays hiermit schnell anpassen, wenn ihr dann möchtet. Ja, gut, das ist hier hinten noch dabei. Spannender ist natürlich der Google Assistant und dafür schalte ich das Display mal aus und dann klappe ich diesen Klappständer aus. Und dann wird der Google Assistant Ambient Mode automatisch gestartet. Ihr könnt das auch einstellen, dass der immer zu sehen ist, wenn ihr es gerade auflädt oder auch einfach so, wenn es im Standby ist. Und ja, das müsst ihr in den Einstellungen allerdings erst einstellen. Das ist standardmäßig nicht so eingestellt. Ihr seht hier, ich benutze den Google Assistant sehr, sehr, sehr selten und darum habe ich hier keine Kalendereinträge oder ähnliches. Aber die würdet ihr eben sehen, wenn ihr mehr Google-Sachen benutzen würdet. Gut, ich gehe mal kurz hier und benutze die Gesichtserkennung. Na, funktioniert das? Mal schauen. Na, die Gesichtserkennung hat funktioniert. Gehen wir nochmal zum Ambient Mode hier und ich kann mal sagen, das ist auf Englisch eingestellt. Okay Google, what's the weather in Berlin right now? Currently in Berlin, it's 17 degrees Celsius and mostly sunny. Today, it'll be partly cloudy with a forecast high of 22 and a low of 12. Naja, ist eben der normale Google Assistant. Ich denke, ihr wisst, wie der funktioniert. Und ja, die Mikrofone hier, die Fahrfeldmikrofone sind ziemlich gut. Ich hatte das Tablet bereits am anderen Ende eines großen Raums und habe ihm einfach ganz normal okay Google gesagt und es hat funktioniert und sofort erkannt. Und das seht ihr hier ja auch gerade. Ja, so viel zum Google Assistant und zur Software. In meinem Akku-Test könnt ihr sehen, dass das Ergebnis ziemlich gut ist, 16 Stunden. Ich lasse dafür immer ein HD-Video bei mittlerer Helligkeit in einer Endlosschleife laufen. Und ja, die Lenovo Yoga Tablets hatten immer ein ziemlich gutes Ergebnis in meinen Akku-Tests. In diesem Fall liegt das allerdings auch daran, dass das Display relativ dunkel ist. Also ist der Vergleich nicht immer ganz fair. Hätte es ein helleres Display, würde es vermutlich ein gutes Stück Schwäche abschneiden. Aber wenn ihr möchtet, wenn ihr drin einen Film schaut oder so, eben lokal, dann kann es bis zu 16 Stunden halten. Ich meine, Lenovo selbst bewirbt so um die 10 Stunden und das dürfte bei maximaler Helligkeit dann auch der Fall sein. Ja, so viel erstmal zum Lenovo Yoga Smart Tab. Ich muss es jetzt genauer testen, also richtig testen, mit Spiele spielen, es auch tatsächlich für eine Weile so richtig intensiv nutzen und dann denke ich, wird so ein paar Wochen ein finaler Test erscheinen. Mein erster Eindruck ist recht gut. Es scheint ein sehr solides Tablet zu sein, wenn ihr ein Entertainment-Tablet sucht und ja eben einen Klappständer haben möchtet, so einen Griff, das wäre mal ganz nett und vor allem, wenn ihr den Google Assistant benutzen möchtet, ist das sicherlich auch ganz nett. Oder aber wenn ihr es tatsächlich irgendwo aufhängen würdet. Das Design gefällt mir ziemlich gut, das Display und so ist für den Preis alles in Ordnung. Die Performance ist nicht großartig, also wenn ihr ein Spiele-Tablet sucht, und wenn ihr so viel Performance für so wenig Geld wie möglich haben möchtet, dann ist dieses Tablet auf jeden Fall nicht für euch. Wie gesagt, ich habe es in meinem Benchmark-Vergleich gesehen, dann ist das Samsung Galaxy Tab A10.1 2019 etwas besser geeignet. Schön ist allerdings, dass wir hier 4 GB RAM haben und ich habe bereits viel Chrome und YouTube benutzt. Und vor allem, wenn man zwischen Apps wechselt, merkt man schon, dass wir hier eben 4 GB RAM haben. Bei dem Samsung Tablet sind es nur 2 GB RAM. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Und ja, abonniert diesen Kanal, denn wie gesagt, in ein paar Wochen wird mein finaler Test erscheinen. Ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.